So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grey Element Quick Tips. Heute dreht sich alles um kleine Fasern mit einer extremen Power und los geht's. Genau genommen wird es um das Thema Armierungsfasern für Beton gehen. Ist ein ziemlich interessantes Thema, weil sich mit diesen winzigen Fasern teilweise massive Armierungen aus Stahl ersetzen lassen. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch zuerst mal, was es überhaupt für Fasern gibt. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit den am meisten verwendetsten Fasern im Hobbybereich an. Das wären hier die Glasfasern. Ja, die Glasfasern gibt es in verschiedenen Längen, einmal als Kurzfaser und einmal als Langfaser. Ich habe hier Fasern mit einer Länge von 13 mm. Bei den Glasfasern ist es wichtig, dass sie alkaliresistent sind, weil sonst würden sie sich mit der Zeit dann im Beton zersetzen. Ja, woran erkennt man das, ob sie alkaliresistent sind? Entweder steht es direkt auf der Verpackung drauf oder es sind AR-Fasern, also AR steht dann für alkaliresistent. Jo, die Glasfasern, die werden eigentlich zur Armierung verwendet und dadurch lassen sich dann eben auch herkömmliche Armierungen zum Teil komplett ersetzen, wenn man die in größerer Menge beimischt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Zu den Glasfasern, genau, die gibt es zum Beispiel auch noch als komplette Verbundmatte. Die kann man dann in den Beton einlegen und die Fasern, die sind eben miteinander verklebt und der Kleber löst sich dann im Beton auf und dann hat man letztendlich dann auch wieder Fasern, die sich dann im Beton befinden. Kann man insbesondere zum Laminieren oder so verwenden. Jo, dann die nächste Sorte, das wären die Kunststofffasern. Aber da, bevor wir dazu kommen, zeige ich euch erstmal den Unterschied zu den normalen Glasfasern, weil der ist wichtig. Die Kunststofffasern sind deutlich weicher als die Glasfasern, ja, und die werden letztendlich als Mikroarmierung, insbesondere zur Vermeidung von Rissen, verwendet. Dann machen wir auch gleich mit den nächsten Fasern weiter. Das wären hier die Kohlenstofffasern oder wahrscheinlich auch besser bekannt als Carbonfasern. Das sind sehr kurze Fasern. Ich würde sagen, die sind hier so 3 bis 4 mm lang. Steht nichts drauf. Aber ja, die werden ebenfalls zur Bewehrung verwendet und die sind extrem belastbar. Die haben eine bis zu 6-mal höhere Zugfestigkeit wie normaler Bewehrungsstahl. Und ich würde sagen, das ist schon eine ordentliche Leistung. Ja, die ganzen Fasern, die ich euch jetzt bis jetzt vorgestellt habe, die gibt es natürlich auch noch als Gewebe. Und wenn man sie als Gewebe verarbeitet, dann nennt sich der Beton letztendlich nicht mehr Faserbeton, sondern Textilbeton. Ja, dann würde ich sagen, stelle ich euch auch die letzte Faser vor. Als letztes haben wir dann hier noch die Stahlfasern. Ja, die seht ihr hier. Die sind dann wirklich für höchste Belastungen geeignet und ja, man merkt schon, wenn man die hier aus dem Behältnis rausnehmen will, die sind wirklich schon selbstverdichtend. Die kriegt man hier kaum raus. Ja, dadurch kann die Zug- und die Biegefestigkeit und die Verschleißfähigkeit von dem Beton erheblich erhöht werden. Und ja, mit zunehmendem Faseranteil wird die Belastungsfähigkeit natürlich immer höher, aber die Verarbeitung dann letztendlich auch schlechter, weil die sich dann immer so in Klumpen absetzen und das sieht dann immer so aus wie kleine Igel, wenn sie dann im Beton sind. Ja, werden wir jetzt testen. Wir werden jetzt zu allen Fasern eine kleine Probe herstellen und dann machen wir auch noch einen Belastungstest. Zur Herstellung von den Proben werde ich einen hochfesten Beton verwenden. Das ist der Turbo 20, wo ich kürzlich die Betonarbeitsplatte, also die Küchenarbeitsplatte mitgebaut habe. Da habe ich noch einen Rest übrig und den werde ich hier verwenden. Bei dem verwendeten Beton handelt es sich um eine Fertigmischung. Da muss lediglich Wasser hinzugegeben werden. Dann wird das Ganze gut durchgemischt und dann kann der Beton schon verwendet werden. Da es sich hier nur um eine kleine Menge handelt, habe ich wieder mal einen Küchenmixer verwendet. Ja, damit geht es eigentlich recht gut. Ich habe mir dann für alle Fasern eine kleine Mischung angemischt. Ja, um hier die beste Vergleichsmöglichkeit zu haben, habe ich die Fasern nach Volumen mal angemischt und ich habe hier so eine Verpackung von einem Überraschungsei verwendet, die habe ich aufgefüllt und ich denke, das ist so eigentlich die beste Vergleichsmöglichkeit, weil die Stahlfasern vom Gewicht her natürlich deutlich schwerer sind als die Kunststofffasern und ich denke, wenn man hier nach dem Volumen geht, dann ist der Test am aussagekräftigsten. Genauso bin ich dann mit den Kohlenstofffasern und den Stahlfasern auch vorgegangen. Ich habe alles wieder gut angemischt und dann in die Form gegeben.
Eine Form habe ich dann mit Beton komplett ohne Faserarmierung gemacht, dass man dann letztendlich auch mal den Unterschied zu einem nicht armierten Beton sehen kann. So, die Proben lasse ich jetzt erstmal aushärten und dann sehen wir uns gleich zum Belastungstest. So Leute, da bin ich schon wieder. 2 Tage sind um. Ja, der Beton, der ist soweit hart. Eigentlich hätten wir schon nach 2 Stunden ausschalen können bei der Mischung, die ich verwendet habe. Aber das ist ja jetzt egal. So, bevor wir jetzt mit dem Ausschalen weitermachen, werde ich euch mal noch was an der Oberfläche zeigen. Das ist nämlich auch interessant. Wenn man sich jetzt die einzelnen Oberflächen hier mal genauer ansieht, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so gut erkennt, dann merkt man, dass hier die Oberfläche von dem Beton komplett ohne Fasern und die Oberfläche von den Stahlfasern doch deutlich glatter ist als die anderen beiden Oberflächen. Ja, das hat man schon beim Anmischen gemerkt, dass der Beton bei den Glasfasern und bei den Carbonfasern deutlich trockener war. Und es sagt mir, dass die Fasern eben beim Anmischen einen gewissen Teil an Feuchtigkeit oder an Wasser im Beton aufnehmen. Also ich habe es ja in der Vergangenheit immer so gehandhabt, dass ich, wenn ich mir Beton angemischt habe, dem ich dann wirklich größere Mengen Glasfasern zugegeben habe, also ich rede hier wirklich von größeren Mengen, nicht von normalen Mengen, dass ich dann auch den Wasserzementwert leicht erhöht habe oder eben wegen mehr Fließmittel zugegeben habe. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob dadurch die Stabilität, also die Belastbarkeit von dem Beton dann erheblich geschwächt wird, beziehungsweise was man eben sonst noch machen kann, dass man den Beton weiterhin noch gut verarbeiten kann, dass er fließfähig ist und sich gut verdichtet. Vielleicht weiß es jemand von euch, habt ihr da Erfahrung, vielleicht gibt es ja irgendwelche Betonexperten, die sich mit Fasern gut auskennen, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Dann würde ich sagen, schauen wir die Proben jetzt hier mal aus. Die verwendeten Produkte werde ich euch alle mal unten in der Videobeschreibung verlinken und wenn es euch interessiert, könnt ihr es euch ja mal genauer anschauen. Die ausgeschalteten Proben habe ich jetzt hier. Da würde ich sagen, machen wir mal einen Belastungstest. Wir fangen erstmal ganz langsam an und schauen, was geht. So, dass wir dann überall gleiche Testverhältnisse haben, lasse ich jetzt alle Proben mal aus einer Höhe, ja, ab dem Strich hier, das sind 80 cm, auf den Boden fallen und dann schauen wir mal, was passiert. Das Ergebnis habt ihr gesehen, die faserarmierten Proben sind alle heil geblieben und das Probestück, wo keinerlei Armierung eingebracht war, ja, das seht ihr hier, das kann man mit der Hand brechen, ohne Armierung ist Beton gar nichts. So, dann werden wir die Höhe jetzt mal ein wenig erhöhen. Ich gehe jetzt mal auf meine Terrasse und werde es von da auf die Straße schmeißen. Ja, das sind so circa 4 Meter, würde ich sagen. Los geht's. Ja, bei dem zweiten Test waren es dann nur noch 3 Testobjekte. Ich habe hier wieder mit den Glasfasern angefangen, dann ging es mit den Carbonfasern weiter und zum Schluss waren dann noch die Stahlfasern dran. Die Ergebnisse vom zweiten Test habt ihr auch gesehen. Ja, das war jetzt halt schon eine ganz andere Höhe und natürlich auch eine andere Belastung. Man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, dass der Beton noch nicht hundertprozentig ausgehärtet war. Das ist ja erst nach 28 Tagen der Fall, aber die Bedingungen waren ja jetzt für alle Proben gleich. So, was mich echt überrascht hat, also dass die Glasfasern, da ist die Platte hier komplett ganz geblieben. Hat zwar 2 größere Risse, wie ihr sehen könnt, aber ja, die Platte ist noch komplett.
So, dann die Kohlenstofffasern, also das Carbon. Da ist die Platte in der Mitte gebrochen. Ja, und das gleiche Ergebnis auch bei den Stahlfasern. Also ich vermute ja jetzt bei den Stahlfasern, wenn ich das so sehe, dass hier die Anzahl zu gering war. Also ihr seht, die sind ja nur unregelmäßig im Beton verteilt. So, damit wären wir mit dem zweiten Test auch fertig. Ja, dass das Video jetzt wissenschaftlich keinen großen Aussagewert hat oder keine große Aussagekraft, das ist mir auch klar. Der Test, ja, habe ich jetzt halt mal gemacht. Ich habe jetzt keine anderen Möglichkeiten. Ich habe keine Presse, wo man genormte Tests mit durchführen kann. Und deswegen habe ich es jetzt halt einfach mal so probiert. Von daher seht es als Unterhaltungsvideo. Ihr habt jetzt gesehen, was mit so Fasern grundsätzlich mal möglich ist. Der Beton ohne Fasern, der ist schon bei der geringsten Höhe gleich zerbrochen. Und ich denke, die Fasern haben sich auch ganz gut geschlagen. Wenn man bedenkt, dass das Material nur 10 mm stark war und eine Höhe zwischen 4 oder 5 Metern, ja, kann man lassen, würde ich sagen. So, was man grundsätzlich noch sagen kann, ist, dass die Wirkung von Fasern im Beton von der Faser an sich, also von dem Material abhängig ist, dann von der Anzahl und der Ausrichtung im Beton, von der Beschaffenheit und natürlich auch von der Verbundeigenschaft, die die Faser zum Beton dann aufnimmt. Das grundsätzlich nochmal zum Schluss. Damit wären wir am Ende. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass es wieder unterhaltsam war, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet. Und wenn das der Fall ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar, auch wenn ihr irgendwelche, schon irgendwelche Erfahrungen mit Fasern im Beton gemacht habt, könnt ihr mir einfach unten reinschreiben. Dann sehen wir uns demnächst wieder am Wochenende zum neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, schaltet wieder ein, macht's gut, ciao.